Hallo meine lieben Freunde, wieder eine Ausgabe von Michael Grant. Klartext zu Beginn gleich eine provokative Aussage. Viele, nicht alle, aber viele Historiker wollen, ich sage es bewusst, wollen bewusst den Kontext vergessen, wenn es um die Beurteilung der Geschehnisse zwischen 1914 und 1945 geht. Im Allgemeinen werden Deutschland und Hitler als die Hauptschuldigen für den Zweiten Weltkrieg stigmatisiert. Aber ich stelle eine einfache Frage, die die hochstudierten und hochbezahlten angeblichen Wissenschaftler gar nicht zur Kenntnis nehmen wollen. Was konnte Hitler, was konnte das Deutsche Reich dafür, wenn Japan Krieg gegen China führte, wenn Polen kurz nach der Neustaatsgründung 1918 aggressive Kriege gegen seine Nachbarn führte? Ich habe viele Videos dazu gemacht. Wenn Italien in Abessinien einen Völkermord beging, wenn Briten und Franzosen mit unglaublicher Gewalt ihre Kolonien verwalteten, wenn die USA Kriege in Südamerika führten, was konnte Hitler, was konnten die Deutschen dafür? Was? Beantwortet ihr mir die Frage bitte. Sie konnten nichts dafür. All dies führte letztendlich aber auch zum Zweiten Weltkrieg, nur wird dies hierzulande vergessen. Verschwiegen die gegenseitigen globalen Beeinflussungen, Abhängigkeiten und Entscheidungen anderer Staatsmänner, die nicht von Hitler ausgingen, die nicht vom Deutschen Reich ausgingen, werden nicht in den Gesamtkontext mit einbezogen, um die deutsche Schuld größer und größer zu machen. Ähnlich wie das Vergessen und das Verschweigen der vielfältigen Kriege der anderen Staaten in den Jahren 1918 bis 1939 ist es auch mit dem Thema des Faschismus. Ihr erinnert euch, ich habe 2-3 Videos gemacht über Konzentrationslager, weil ja alle denken, das ist eine Erfindung der Deutschen. Ich habe euch bewiesen, dass es in zig anderen Ländern, auch demokratischen, angeblich demokratischen Ländern, Konzentrationslagern gab, und zwar vor Adolf Hitler. Und genauso ist es auch hier mit dem Faschismus. Schon jedes Kind lernt in der Schule über den bösen Adolf Hitler und den bösen Nationalsozialisten. Ja, ich weiß, man soll Faschismus und Nationalsozialismus nicht miteinander vermischen, und doch machen es die Schulbücher. Es scheint gerade so, als hätte es damals keine einzige andere faschistische und nationalsozialistische oder nationalsozialistische Partei gegeben. Aber auch das ist wiederum falsch. Wo wird gelehrt, dass es bereits 1923 eine slowakische nationalsozialistische Partei gab? Auch in Holland, in Norwegen, in Schweden, schon lange bevor die deutsche Wehrmacht die Länder besetzte. Ich habe mal eine Liste der nationalsozialistischen und faschistischen Parteien zusammengestellt und ich möchte euch ein bisschen davon vorlesen. Das Gründungsjahr war 1919. In Italien wurde die PNF, die Nationale Faschistische Partei, gegründet. In 1920 in Deutschland die NSDAP, 1923 in der Slowakei bereits angesprochen, die SPNS, die Slowakische Solidarität, eine nationalsozialistische Partei, 1927 in Rumänien die Garda de Fier, die Eiserne Garde, 1927 in Litauen die Eisernen Wölfe, 1929 in Kroatien die Ustaši, die Aufständischen, 1929 in Estland die WAPS, der Estnische Bund Freiheitskämpfer, 1930, höre und staune, in der Schweiz die NF, die Nationale Front, 1931 in Holland die NSB, die Nationalsozialistische Bewegung, 1931, also fast 10 Jahre vor der Besetzung durch die Wehrmacht, 1932 in Großbritannien die BUF, die Union britischer Faschisten, 1933 in Spanien die Phalangisten, 1933 in Norwegen die NS-Nationale Vereinigung,
1933 in Schweden die NSAP, die NS-Arbeiterpartei. 1933 in Lettland die Perko Krust Donnerkreuzler. 1933 in Belgien die Flämische Nationalliga. 1933 in Frankreich die Franzistische Bewegung. 1934 in Polen das nationalradikale Lager. 1935 wiederum in Belgien die Rexistische Partei. 1936 in Frankreich die Französische Volkspartei, 1936 in Bulgarien die Radniks, Kämpfer für den bulgarischen Geist, und 1939 in Ungarn die Pfeilkreuzler. Verschwiegen wird also, nationalsozialistische und faschistische Parteien existierten in vielen europäischen Ländern, nicht nur in Deutschland, und zwar schon bereits vor der NSDAP in Deutschland. Auch die autoritären Regime in Europa werden verschwiegen. Autoritäre, diktatorische Regime. In dieser Zeit, ich führe sie auf. In Spanien, Portugal, Italien, Polen, Ungarn, Jugoslawien, Bulgarien, Albanien, Griechenland, Rumänien, Estland, Lettland, Türkei und Litauen. In all diesen Ländern gab es autoritäre Regime und nationalsozialistische oder faschistische Parteien. Überall in Europa. Aber es wird suggeriert, dass es nur in Deutschland war. Also die nächste Geschichtslüge aufgedeckt. Oder in welchem Buch lest ihr das? Ich lese alles, was über das Dritte Reich erscheint. Neue Bücher, alte Bücher, alles. Aber ich erfahre nirgendwo in der Einleitung, ja, es gab in ganz Europa, vielleicht mal in einem Satz, in ganz Europa gab es andere, aber eine detaillierte Aufstellung, sodass man sich sagen kann, okay, also diese faschistischen, nationalsozialistischen Parteien gab es überall in Europa, schon bevor sie in Deutschland gegründet worden sind. Das erfahrt ihr normalerweise nicht. Das erfahrt ihr aber in meiner Buchreihe Adolf Hitler, eine Korrektur. Bisher 6 Bände erschienen, sehr umfangreich. Jeder Band hat zwischen 750 und 900 Seiten und jeder Band hat verifizierte Quellen. Da könnt ihr jeden Absatz nachlesen, welche Quellen ich genommen habe. Und die Quellen sind nicht widerlegbar. Also freut euch nicht zu früh. Und es gibt ja viele Schwurbler bei meinen Videos, die mir Böses unterstellen. Widerlegt einfach meine Quellen, macht es einfach. Aber ihr habt normalerweise nicht die Möglichkeiten dazu. Es wurde noch keine einzige Quelle widerlegt. In meinem neuen Buch Deutschland muss vernichtet werden, Völkermord, Vertreibung und Zersetzung des deutschen Volkes, geht es darum, dass Millionen Deutscher von den alliierten Massenmördern umgebracht worden sind. Dieses Buch, auch sehr umfangreich, dieses Buch ist ein Mahnmal für unsere Toten. Für unsere Toten. Vergesst sie nicht, weil sie werden vergessen. Tagtäglich werden sie vergessen. Hier ist das Cover noch einmal. Tagtäglich werden unsere Toten vergessen. Und für mich sind alle Menschen gleich. Alle. So steht es ja auch im Grundgesetz angeblich. Aber dennoch werden die deutschen Opfer fast gar nicht beachtet. Für mich sind alle Menschen gleich, das heißt, jeder Tote ist gleich schlimm, oder sind die Toten anderer Länder mehr wert als die der Deutschen? Ja, genau, das wird uns suggeriert. Opfer erster und zweiter Klasse. Ja, das, was ihr gesät habt, kommt zurück, bla bla bla. Was konnten meine 6-jährigen Großnichten dafür? Was konnte meine Oma dafür? Was konnte mein Opa dafür, der bei der Reichsbahn gearbeitet hat? Was konnten diese Leute dafür? Also ich darf es nicht sagen, diese Argumente sind sowas von dermaßen unglaublich, wie unsere Toten ein zweites Mal geschändet werden, durch das, dass man sie diskriminiert. Für mich sind alle Toten gleich, und deshalb dieses Buch, einzigartig in diesem Buch, einzigartig weltweit, eine Liste aufgeführt mit jedem einzelnen Massaker, mit jeder Todeszahl und auch wie ich diese Todeszahl errechnet habe. Es sind Millionen, ihr werdet es nicht glauben, es sind Millionen. Und nein, es sind nicht die toten Wehrmachtssoldaten enthalten, die im Krieg gefallen sind. Nein, es sind Zivilisten und deutsche Kriegsgefangene, aber keine gefallenen Wehrmachtssoldaten
in diesen Millionen mit drin. Also wenn euch das interessiert, besorgt euch dieses Buch. Folgt mir bitte auch auf Telegram, ich mache da jeden Tag Aktuelles, was ich hier bei YouTube, kleine Sachen, Anmerkungen, Audiobotschaften, kleine Videos, das kann ich hier alles nicht machen bei YouTube. Folgt mir auf Telegram, die Links sind unten angegeben. Ihr könnt auch meinen kostenlosen Newsletter abonnieren auf www.michaelgrant.de. Ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal.